Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute in Teil 3 Vespa und Rostbeseitigung. Mal kurz zum Stand. Ich habe ein klein wenig schon vorgearbeitet. Also, was habe ich gerade gemacht? Ich habe hier gerade mal dieses Blech hier angepasst und da reingebraten. Ihr erinnert euch, da war nochmal ein Riesenloch. Also von hier unten bis darüber quasi. Blech ziemlich dünn, deswegen Schweißen gar nicht so einfach auf Minimalstufe. Ja, Verschleifen kommt halt eben nachher noch dran. Hier unten war der Seitenständer befestigt. Der wollte nicht ab, also mussten da die Schrauben sind abgerissen. Und egal, wer braucht schon Seitenständer, oder? Also hier, das steht hier auch nochmal an. Hier nochmal unten die Querstrebe hier. Und ja, jetzt geht's ans Schleifen. Mal ein bisschen was schleifen, noch ein bisschen anpassen, hier auch an dem Blech. Und ihr seid einfach live dabei. So, jetzt habe ich das mal runtergeschliffen. Das ist jetzt nicht so spannend gewesen. Also hier mal weitestgehend grob runtergeschliffen. Und die Details gehe ich dann später noch. Und hier eben auch grob runtergeschliffen. Und hier jetzt auch mal grob runtergeschliffen. Genau. Jetzt gehen wir mal zur nächsten Baustelle oder das nächste Rostloch. Also hier ist nochmal eine Stelle, da muss nochmal ein Blech rein, das muss nochmal rausgeschnitten werden hier. Und ja, und dann gehe ich mal langsam da oben über. Aber ich denke mal, soweit sieht es einigermaßen solide aus. Entscheidend ist natürlich nachher die Behandlung, Rostvorsorge. Genau, so, jetzt fange ich mal hier an, jetzt geht's da weiter.
Also das da ist ja jetzt mal rausgeschnitten. Und das da oben haue ich jetzt weg. So, was auch immer das war, ist weg. Hier kommt jetzt neues Blech rein und das da muss man nochmal gucken hier, was da noch weg muss. Da habe ich schon ein anderes Blech da. Ob das passt, muss ich noch schauen. Vielleicht muss man da noch was anpassen. Also so in die etwa so hatte ich mir das mal so ungefähr vorgestellt, so da rein, so reinbraten, aber ich habe da oben auch noch die Löcher hier. Und das da ist ja eigentlich relativ gut geworden hier. Jetzt muss ich das da ein bisschen rausschleifen, dass es sich besser verschweißen lässt auch. So, jetzt habe ich mal das Blech. Ich brauche jetzt das rausgeschnittene Blech. Das war das da hier. Mal ein neues anfertigen. Wenn das da, also der Plan ist, wenn das da hält, so wie ich das gerne hätte, dann wird das da reingebraten. So dass es hier einen sauberen Übergang gibt. Genauso sollte das da rein. Ja? Ist jetzt mal ganz grob eingesetzt hier. Jetzt baller ich das mal ran und mal gucken, wie es dann aussieht. So, jetzt ist es mal ein bisschen probehalber eingebraten. Muss natürlich noch ein bisschen mehr, ein bisschen sauberer. Da kommen noch ein paar Stellen, wo noch mal ein bisschen gebraten werden muss und dann muss noch verschliffen werden, aber ich sag mal, für den ersten Augenblick sieht es gar nicht so schlecht aus. Never ending story. Feiertag, heute darf man nicht schaffen. Vor allen Dingen die Nachbarn sind da ein bisschen allergisch, deswegen bin ich da vorsichtig. Und aber jetzt mal gucken, was war eigentlich gestern, was wollte ich noch tun, zumindest was keinen Krach macht, wollte ich die Vergaserdichtung noch tauschen von der Schwimmerkammer. Die alte ist leider nicht mehr dicht geworden, deswegen gibt es eine neue und da habe ich schon eine bestellt, die ist schon da. Neue Schwimmerkammerdichtung, die werde ich reinmachen. Macht jetzt einen vernünftigen Eindruck. Wenn sie was taugt,
dann verlinke ich sie unten, dann könnt ihr sie über meinen Link direkt finden und auch bestellen, wenn ihr sie braucht. Dann kommt hier noch ein neuer Bremszug rein, weil der hier ist echt auch nicht mehr so nice. Genau, ja, jetzt ist eben hier noch Folgendes gewesen. Gestern das Blech habe ich mal ansatzweise hier reingesetzt. Ja, das wird dann nochmal ein bisschen sauberer alles und schöner gemacht. Das ist mal drin. Das hier ist solide. Und genau, dann habe ich hier noch, dann habe ich hier unten noch, der Bereich wird jetzt hier noch dann geändert. Und ich vermute, dass hier auch nochmal eine Verstärkungsstrebe ist. Und dann müsste ich da nochmal ein Blech reinmachen, eine Strebe reinmachen. Genau, und erst dann kommt das Bodenblech eben. Und so sieht es mal aus. Hier ist die Kontur, ist eigentlich ziemlich gut geworden, hier die Kontur. Also genau gleich wie das Original. Und ja, hier auch, das wird dann eben noch sauber verschliffen. So, dann schauen wir mal, wie das hier mit dem Zug eigentlich ist. Also der geht hier oben hin, der ist ja hier eingehängt, der Zug. Das heißt, der wird dann hier ausgehängt. Und jetzt kann ich noch gut ran, weil das geht ja dann durch den Tunnel hier unten durch. Hier geht es entlang, hier runter der Zug und dann im unteren Bereich weiter. Da muss man hier hinten lösen. Hier ein bisschen Öl hin. Gucken, ob der hier aufgeht. Ja, geht gerade so. Oh, ich glaube, der reißt auch ab. Ah, die ging mal raus. Der Zug, der ist ziemlich krumm geworden jetzt. Also, der hat sich ziemlich verbogen, der Zug. Das geht da hinten durch. Macht man den hier nochmal weg. 8 ist das. So, dann geht der da hinten durch. Also der geht da hinten durch dieses Loch da durch. Und jetzt kann ich den da oben aushängen. Dann geht er hier in dem Rahmentunnel. So, das war's jetzt mit dem hässlichen Ding.
Also ich glaube, es ist besser man fährt, ich denke, es ist besser man fährt von hier oben runter, hier rein, das Loch da runter und dann kommt ihr, es kommt ja da raus. Oh, da sieht man den Rost ganz gut. Also hier kommt er raus und dann geht es da oben weiter. Durch das Loch durch. So, jetzt ist man hier hinten. Jetzt hier wieder bei den Kabelbindern vorbei. Wird hier oben eingehängt. Dann so. So. Und so. Also ihr müsst euch da wahrscheinlich was einfallen lassen mit dem Durchfädeln, weil es ging jetzt bei mir gut, weil ich hier unten ein Loch habe und da komme ich halt gut vorbei. Wenn da dann die Platte mal drauf ist, wird schwierig. Da müsst ihr euch dann wahrscheinlich was einfallen lassen. So. Also müsst halt gucken, dass das leichtgängig geht und dass ihr hier oben noch ein gewisses Spiel habt, ja. 2-3 Millimeter. So, das war's mit dem Bremszug. So, dann holen wir nochmal den Vergaser da raus und machen die Schwimmerkammer neu. Dass das auch erledigt ist. So, die mache ich jetzt neu. Und so, die neue ist drin. So, ist jetzt mal fast komplett wieder drin. Es wurde noch angezogen alles. Aber scheint jetzt augenscheinlich dicht zu sein. Und ja, dann gucken wir mal später, ob er auch dicht bleibt. Jetzt tackere ich den zusammen und dann geht es demnächst weiter mit dem Blechen. Mal für diesen Teil. Weiter geht's im nächsten Teil. Wenn es euch unterhalten hat, Daumen hoch. Wenn ihr mehr sehen wollt von dem Haufen hier, dann
die Glocke nicht vergessen. Sonst gibt es auch noch viele andere interessante Sachen auf meinem Kanal. Wir sehen uns. Ciao.